Also, egal was Marvin sagt, ich kam auf die Idee ganz alleine. Ja, ich habe dieses Gedicht geschrieben vor ein paar Jahren, wo ich keine Ahnung mehr habe, wie ich darauf kam. Dann habe ich das Marvin gezeigt, das Gedicht, und Marvin kam sofort an mit der Idee, das im Domian-Style zu machen. Ja, eines Abends, als wir über belanglose Sachen geredet haben, da kam auf einmal das Gespräch auf, dass Ashlyn ein Gedicht geschrieben hat vor ein paar Jahren, und ich wollte es hören, und dann hat sie mir das einmal vorgelesen und ich fand das so gut, da habe ich dann direkt zu ihr gesagt, das muss verfilmt werden. Ich habe mir erst gedacht, vielleicht in so einem Callcenter für Leute mit mentalen Schwierigkeiten und so Suizidgedanken und so, dass die Leute da anrufen. Und Alexa ist nur so eine Mitarbeiterin da. Aber dann kamen wir mit Marvin auf die Idee, mehr wie so eine private Person. Alexa macht das ja alleine in ihrem Schlafzimmer und schlägt sich mit traurigen Menschen die Nächte um die Ohren. Und dann ich kam auf die Idee. Marvin hat es nur ein bisschen verfeinert. Mit mir zusammen. Also somit kam Ashlyn erstmal mit der Idee und ich hatte dann die Idee, daraus aus dem Gedicht eine Verfilmung zu machen. Ich habe mir am Anfang gedacht, wie will man das verfilmen? Das ist eine sehr ausgefallene Idee. So eine Idee, die hat ja Marvin auch selber noch nie verfilmt, wo ich mir dachte, wird das was? Sieht das gut aus? Dann haben wir aber gedacht, dass sich die Kulisse nie verändert und dass wir Alexa immer nur in einer Perspektive sehen und die Persönlichkeit von Alexa verwandelt sich von Nacht zu Nacht immer mehr und sie wird immer trübsinniger und deprimierter. Da haben wir gedacht, da muss man einfach einen guten Film draus machen können. Ja, ich fand die Idee einfach so interessant und vor allem neu, wenn man mal vergleicht, was für Filme ich vorher schon so gedreht habe. Habe ich gedacht, wäre das mal was ganz Neues, und ja, ich hatte Lust mit ihr ein Projekt zu starten und mal frischen Wind meine ganzen, in meiner ganzen Filmsammlung zu bringen. Ja, Der Schreibprozess. Schreibprozess. Ich glaube, das war für uns beide sehr, sehr trocken, weil wir am Anfang nicht wussten, wie wir anfangen sollten. Aber hinterher, wenn wir einmal dabei waren, dann kamen die Ideen, und wir hatten auch sehr oft die gleichen Ideen, beziehungsweise hatten sehr wenig Auseinandersetzungen, was das anging. Wir wussten einfach, wo soll das hingehen. Hab gemalt, so ein bisschen sarkastisch, seit einem traumatischen Ereignis oder irgendwie sowas. Der ist ja eher so ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht Ja. wird er jetzt rot und. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen, oh Gott, so ein bisschen unangenehm. Aber trotzdem noch ein bisschen lustig irgendwie. So als wäre das so eine Jungfrau. Also, ich kann mich noch gut erinnern an ganz viele stundenlange Nächte vor dem Bildschirm. Ewigkeiten geschrieben, wo wir manchmal wirklich dachten, kein Bock mehr. wo ich manchmal wirklich dachte, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das hat sich teilweise dermaßen hingezogen oder wir sind nicht weitergekommen. Wir hatten keine Idee mehr, was wir noch machen sollten. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir ganz am Anfang eine komplett andere Idee hatten von dem Film, beziehungsweise auch von den Charakteren. Ganz am Schluss, beziehungsweise kurz vorm Schluss, haben wir einiges geändert. Beispielsweise die Namen. Das ist ja großartig. Das ist großartig. Thomas lacht gleich. Ja, aber wie fragt er alle nach ihrem Namen? Wie machen wir das denn? Wie soll man denn jetzt von dem Oder- Gespräch überleiten zum Namen fragen? Ja, oder wir machen das hier, 21 Tage davor.
Nee, ich würde das, glaube ich, eher besser vor der Collage machen. Ja, dann. Er fragt nach ihrem Namen vor der Collage und nach der Collage sagt sie sein. Und den wirst du auch nie erfahren, so ein bisschen lustig irgendwie. Und den wirst du auch nie erfahren. So, weil keiner ihren Namen weiß. Aber du hast halt recht, ne? Der erzählt, dass seine Katze brutal umgebracht wurde und dann erzählt sie von ihrem Hund. Ja, und das Was haben wir uns dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Und dann mit der Mutter und dann. Ja, Ja, meine Mutter ist scheiße. Meine liebe Mama hat meinen Hund nie angenommen. Meine Mutter ist scheiße. Ja, Alexa beispielsweise hieß vorher Victoria und Linus hieß vorher beispielsweise Thomas und wir sind auf die Idee gekommen. Wir haben uns überlegt, was bedeuten diese Namen? Beispielsweise Alexa heißt die Beschützerin und Linus heißt der Jammernde und da haben wir uns gedacht, das passt ganz gut, weil Linus so eine Opferrolle hat und ja, Alexa ja quasi seine Beschützerin darstellt in dem Film. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Es war schwierig, so die stetige Veränderung von Alexa so einzufangen in ihrer Persönlichkeit, wie sie sich immer weiter verändert ins Negative. Also es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Ja, also mein Hund ist ja super toll. Also mein Hund ist nicht tot. Was? Erzählt von seiner Katze nach schlimmem Ereignis. Nein! Oh mein Gott! Oh, was? Nein! Oh mein Gott! Warte, nein! Wie wir auch beide gleichzeitig geschickt haben, was das heißt. Oh, jetzt macht wieder Sinn! Scheiße! Ich habe mir schon gedacht, das kann doch nicht stimmen. Ja, aber dann haben wir das ja schon mal. Das ist ja gut. Stimmt, ey. Dann kann der jetzt eine schöne Geschichte von seiner Katze erzählen. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Ja. Dann kriegen wir erstmal zu hören, dass er eine Katze hat und dann kann der eine schöne Geschichte erzählen von der Katze. Ja. Ich habe mir gedacht, waren wir da auf Koks, während wir das geschrieben haben oder was? Also am Anfang wollten wir am meisten achten auf das Licht von der Kugel, dass sich das Licht immer jedes Mal verändert. Das hat dann nicht funktioniert. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Uns sind sehr, sehr viele Metaphern eingefallen, so unterschwellige Sachen, wo wir einfach gedacht haben, die bringen wir rein, dass quasi von Anfang an bis Ende eine Bedeutung hat. Beispielsweise sieht man im Hintergrund einen weißen Pullover, wo Alexa auf der Couch sitzt. Außer in der letzten Szene, da ist der Pullover nicht mehr zu sehen. Wie soll ich dann reagieren, während der anruft? Oder wenn der dann anruft, so... Ja. Oh, wir haben einen neuen Anrufer, oder... Und ja, das hat einfach die Bedeutung, dass Alexa diesen Pullover genommen hat, angezogen hat, um diesen Mord an Linus zu begehen. Und deswegen hat sie ihn dann danach weggeschmissen und deswegen sieht man den nicht mehr. Ja, und die Pulloverfarbe Weiß, die haben wir uns ausgesucht, weil Weiß so eine, ja, die Unschuld quasi darstellen sollte von Alexa. Ich habe immer am meisten darauf geachtet, von Nacht zu Nacht immer mehr leere Energy-Dosen oder so. Alexa braucht von Nacht zu Nacht jedes Mal mehr Koffein, um wach zu bleiben, weil sie mit den Nerven immer weiter am Ende ist und nicht mehr fit ist. Und es war auch nicht einfach, immer so eine andere Persönlichkeit darzustellen, weil sie ja immer mehr in sich geht und immer deprimierter wird. Und also da haben wir am meisten drauf geachtet. Ich finde, es ist mir ganz gut gelungen. Der Mord, von dem Linus ganz am Anfang erzählt, der geschehen ist, das ist auch sehr, sehr unterschwellig, aber also wir haben uns das so gedacht, dass Alexa diesen Mord begangen hat und dass diese Person ein Anrufer von davor war, vor Linus. Und deswegen ist das quasi so ein Teufelskreis, weil am Ende des Films sieht man den nächsten Anrufer, der wieder von einem Mord berichtet. Und da könnte man denken, dass dieser Mord eventuell Linus' Mord ist. Und ja, so hat das alles von Anfang bis Ende einen Zusammenhang. Was bedrückt dich, mein Lieber? Oh, mir fällt nichts ein! Alexa ist krank.
hier eigentlich, die hier steht? Ja. So. Guck gedrückt. Ich stehe gleich um. Jetzt ist doch scheiße. Konzentrier dich, 20 Sekunden noch. Hey. Mann, du hast dich völlig, ey. Ich fand das nicht. Ich Eine lustige Geschichte aus der Tiefgarage. Aus der Tiefgarage. Komponiert kann man sagen, hat das meiste Ashlyn. Die hat das so ein bisschen geleitet. Allerdings, also zumindest was die Collage angeht und was die Credits angeht. Aber ich denke, dazu sagt dann Ashlyn mehr dazu, wie sie dazu kam. Ich habe nur die Begleitung gespielt auf dem Klavier und demnach eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings haben wir uns überlegt, in der End-End-Szene nach den Credits ein Piano einzusetzen. Da gibt es allerdings nicht so viel zu sagen, weil ich da einfach frei Schnauze geguckt habe, welche Melodien passen. Und ich fand, das klingt ganz gut. Wir haben uns überlegt, dass es auf jeden Fall eine hohe Tonleiter sein soll, da das so dieses Unwohlsein widerspiegeln soll. Ja, dieses Unwohlsein, psychohafte, mysteriöse, genau. Alexa wollte Linus ja auch eigentlich nicht töten. Sie hat das ja mehr gegen ihren Willen gemacht, einfach weil sie Linus von seinem Leid erlösen wollte. Und das ist auch eigentlich so ihre Intention im ganzen Film, dass sie diese Morde begeht, um das Leid von den anderen Personen zu erlösen. Also sie will das eigentlich gar nicht. Sie will, ja, kann man schon so sagen, etwas Gutes tun. Also, wie Marvin schon gesagt hat, er hat die Endszene komponiert, was aber auch auf meiner Idee basierte. Ich hatte die Idee, noch eine Melodie zu schreiben für die Endszene. Dann habe ich ihm das überlassen. Die anderen Sachen habe ich mir so ein bisschen zusammengereimt, weil das immer so eine monotone Melodie ist und ich fand, das passte ganz gut zum Thema des Films und haben uns dann ein bisschen überlegt, welche Tonleiter, welche Akkorde man nehmen kann. Wir haben nur Moll-Akkorde genommen, die ein bisschen traurig klingen, ein bisschen düster klingen und das hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Endprodukt. Man hat immer irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, das hätte besser laufen können, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist der Film uns sehr gut gelungen. Im Schnitt konnte ich auch noch einiges retten. Also ich finde das Endprodukt sehr gelungen. Ich hätte nicht gedacht, dass 2 Leute alleine einen ganzen Film auf die Beine stellen könnten. Es musste ja auch immer geguckt werden, wer macht die Kamera, wer filmt was. In der Endszene musste ich Kamera und Schauspielern gleichzeitig unter einen Hut bringen. Das war nicht leicht, aber ich finde, es ist gut geworden. Also ich bin sehr zufrieden. Also, hätte ich mir auch nicht so gedacht, dass es so klappt. Wenn man jetzt das Endprodukt sich mal anschaut, ist es doch sehr, sehr gut geworden und genau so muss ich sagen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Wie würde ich den Film in 2 Worten beschreiben? Mysteriös und spannend. Traurig und nachdenklich. Eine Kulisse, trotzdem bleibt die Spannung, gute Musik, geiler Film.